Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video zum Vibrato auf der Barockgeige. Wie ich euch schon in anderen Videos erklärt habe, ist es auf der Barockgeige wichtig, immer sich daran zu erinnern, dass die ganze Aktion vorne bei den Fingern beginnt. Der Rest vom Arm, der schwingt mit, macht mit, aber ist selber nicht aktiv. Genauso ist es auch beim Vibrato. Das Vibrato auf der modernen Geige kommt ja aus dem Arm raus und deswegen bewegen sich die Finger und die bewegen dann die Saite. Hier ist es also genau umgekehrt. Sind die Finger, die die Saite bewegen, und weil sich die Finger bewegen, kommt noch etwas mit vom Arm, aber das ist halt einfach wie ein Waggon am Zug, wie ein Waggon an der Lokomotive. Die Lokomotive sind die Finger hier vorne und der Zug, der fährt einfach mit. Mit der rechten freien Hand nehmt ihr zuerst hier euren Finger am vordersten Glied und versucht ihn genau in die Richtung zu bewegen, in der euer Finger liegt. Ja, also jetzt nicht in diese horizontale Richtung, sondern eher in diese Richtung hier. Und so kann der Finger so ein bisschen, es ist mehr ein Druck auf die Saite ausüben. Und guckt darauf, dass dieser Druck wirklich mesuriert ist, also einen gewissen Rhythmus hat. Jetzt, wenn ihr diesen Finger so bewegt, dann könnt ihr nach und nach versuchen, die Bewegung von eurer rechten Hand auf die linke zu übertragen. Dass also die linke von eurer rechten Hand lernt, wie dass sie sich bewegen muss und das dann mit der Zeit selber machen kann. Ich lasse also jetzt hier langsam los. Und ihr seht, es kommt so ein bisschen eine ganz kleine Bewegung auf. Und es passiert immer noch hier vorne und der Rest, der kommt einfach mit. Das Vibrato auf der Barockgeige ist also mehr eine Druckbewegung als ein effektives Vibrato. Und eigentlich fängt auch noch im 18. Jahrhundert jedes Vibrato mit diesem Art Druck an. Das ist ja auch ein Grund, wieso dass man im 18. Jahrhundert das Vibrato noch nicht einfach Vibrato genannt hat, sondern es gab auch ganz andere Wörter dafür, zum Beispiel wie auf Deutsch die Bebung oder das Tremolo. Und das sind ja alles auch wirklich ziemlich rhythmische Bewegungen, die diese Wörter umschreiben. Wenn ihr das jetzt mit dem Bogen ausprobiert, dann versucht wirklich weiterhin von hier aus zu arbeiten und von hier aus wie so einen diagonalen Druck in die Saite reinzugeben. Jetzt probieren wir das mal aus, direkt mit 6 pro Strich. Ihr könnt das auch so probieren, indem ihr die anderen Finger unten dran auf der Seite behält. Und nachher macht ihr das schneller, also 8. Wenn ihr dann in Aktion seid und zum Beispiel eine schöne, langsame Note spielen wollt, dann könnt ihr die durchaus mit einem ganz kleinen, mesurierten, also rhythmischen Beben anfangen und erst zuletzt lasst ihr die Bewegung kurz vor dem Ersterben los und lasst euren Vibrato noch 2 Sekunden freien Lauf. Das Vibrato kommt also wirklich erst ganz zuletzt ins Spiel und schwingt sich so ein und flattert dann noch ganz kurz davon wie ein Sommervogel. Das war es eigentlich schon. Beim Vibrato wirklich ganz wichtig, weniger ist mehr. Ein Vibrato ist eine Verzierung und soll, wie zum Beispiel Leopold Mozart beschreibt, wirklich nur an ganz bestimmten Punkten verwendet werden, nämlich, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, am Ende einer langen Note
oder zum Beispiel auf dem Höhepunkt von einer Melodie, zum Beispiel. Oder dann am Schluss von einer Phrase. Einfach wirklich versuchen, das nur dann zu benutzen, wenn ihr einen ganz, ganz, ganz schön strahlenden Ton haben wollt. Auch sonst benutze ich durchaus eine kleine Bewegung meiner Finger, weil wenn ihr den Druck ausübt auf der Seite, dann könnt ihr immer den Ton ein bisschen verändern. Und das bringt dann ein bisschen mehr Leben von rechts, wo ihr ja wirklich sehr, sehr viel machen müsst auf der Barockgeige, nach links. Viel Vergnügen beim Ausprobieren.